Heute soll es darum gehen, wie wir reale Geländemodelle, also Höhenbilder, in Unreal 5 einladen. Wir sind hier im Labor für Geomedien der Geoinformationen im Fachbereich 3 der Berliner Hochschule für Technik. Und wir arbeiten hier viel mit Geoinformationssystemen, also mit GIS. Wir haben hier einerseits Esri-Produkte, ArcGIS Pro, und aber auch Quantum GIS, QGIS, was ein Open-Source-Programm ist. Ich werde beide Wege vorstellen, wie damit das Gelände importiert werden kann. Der Vorteil bei Geoinformationssystemen ist, dass Daten wie die wir hier gerade vor uns sehen, die eine sehr hohe Genauigkeit haben, also 1 Meter Bodenauflösung, wie die wirklich sauber übernommen werden können in Unreal und wir nicht Pi mal Daumen die Höhe schätzen, Pi mal Daumen das Ganze strecken müssen oder ähnliches, sondern wirklich sauber Meter für Meter in Unreal replizieren können. Doch bevor wir mit dem Import beginnen können, brauchen wir natürlich Höhendaten, hochaufgelöste Geländedaten. Ich werde jetzt nicht in diesem Video mich haarklein damit beschäftigen, wo wir überall gute Daten herbekommen können. Weltweit verfügbar sind zum Beispiel SATM-Daten, Radardaten, die kann man im Earth Explorer frei runterladen. Die sind allerdings maximal 30 Meter, was für größere Gelände schon ganz ausreichend ist. Aber da gibt es wieder einige Fallstricke. Beim Nutzen dieser Daten werde ich am Ende nochmal drauf eingehen. Ansonsten bieten in Deutschland diverse Portale von einzelnen Bundesländern auch hoch aufgelöste Daten an. Hier haben wir zum Beispiel 1 Meter Daten aus Berlin. Die sind downloadbar über deren Plattform, aber auch Brandenburg und andere Bundesländer bieten hochaufgelöste Daten frei als Open Data an. Sollten sie zumindest. Ein paar Links dazu kann ich gerne unten in der Beschreibung notieren. So, wir haben unser Höhenbild oder auch mehrere Höhenbilder und laden diese in zum Beispiel ArcGIS Pro ein, jetzt in meinem Fall. Und typischerweise wird das Bild dann so dargestellt, wie hier auf der rechten Seite zu sehen, also ordentlich mit Kontrast. Auf der linken Seite hingegen habe ich die Streckung mal ausgeschaltet und da sehen wir, wie ähnlich diese Farben eigentlich sind. Das ist trotzdem möglich, da so ein feine Unterscheidung rauszubekommen, wenn wir hier in 32-Bit Gleitkomma, also Float-Modus arbeiten. Da reichen also diese Graustufen aus und tatsächlich die Werte, die wir links in der Spalte sehen, 34,3 bis 115,3, das meint einerseits tatsächlich die Graustufe, die Helligkeitsstufe, wenn man so will, aber eben auch die konkreten Höhenangaben. Landschaften können in Unreal jedoch über das PNG-Format importiert werden. Ich kann da kein GeoTIFF einladen. Und dazu muss ich die Bitzahl, die Pixeltiefe hier reduzieren. Ich kann keine 32-Bit importieren, ich kann auch keine Kommazahlen mehr nutzen. Das ganze Bild muss also reduziert werden in der Pixeltiefe. Und wenn ich jetzt ein klassisches PNG, was 65.535 Farben oder Graustufen unterstützt, importiere oder hier exportiere, dann werden einfach schlicht die Kommastellen hinten abgekappt und alles wird auf ganze Meter reduziert. Und dann sieht das hier aus wie im linken Beispiel. Da habe ich das nicht einfach mal gemacht. Da habe ich dann also die 100 Meter, danach die 101 Meter, die 102 Meter und die ganzen Zwischenschritte, die feinen, die fehlen. Wir wollen also zu einem Ergebnis wie dem rechten hier kommen und da müssen wir einen kleinen Trick anwenden. Früher habe ich an der Stelle immer zum Grafikprogramm gegriffen und dort den Stretch angewandt. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir werden erstmal direkt in GIS weitermachen. Das mit dem Grafikprogramm ist ein kleines Kapitel, mache ich am Ende des Videos noch was dazu. Ich werde das Ganze jetzt erstmal in ArcGIS Pro demonstrieren und später dann in QGIS in Quantum GIS. Meine beiden GeoTIFFs werde ich jetzt erstmal zusammenfassen zu einem Raster, um dann mit dem zu arbeiten. Unter Data Management in der Toolbox Raster Dataset gibt es Mosaik zu neuem Raster. Und hier, wenn ich beide ausgewählt habe oder auch noch mehr, ist es wichtig, dass ich mit den
Attributen der Raster arbeite. Also ich bleibe bei der Projektion, hier in dem Fall UTM, ETRS und beim Pixeltyp 32-Bit Gleitkomma. Wenn da schon 16-Bit ist, auch wunderbar. Hauptsache, er ist immer noch mit Float und ich gehe auf keinen Fall auf 8-Bit oder noch andere Bitzahlen runter. Das passiert später. Wer ein sehr großes Gebiet hat und davon ein sehr kleines ausschneiden möchte für die weitere Verwendung, sollte vielleicht an der Stelle schon mal zwischenzeitlich einen Ausschnitt anlegen, also zum Beispiel ein Layout anfertigen, die Größe ungefähr bestimmen und dann die Daten, das Höhenbild exportieren mit den Koordinaten, Rahmenkoordinaten des Layouts. Dabei darauf achten, wieder die gleiche Projektion zu verwenden, wieder 32-Bit oder 16-Bit, also die Ausgangsbit-Tiefe und gerne etwas Platz lassen in alle Richtungen. Wir werden das Gebiet später beim eigentlichen Export nochmal anpassen müssen. Der nächste Schritt geschieht also entweder mit der Ausgangskachel, dem zusammengesetzten Bild wie bei mir oder dem ausgestanzten Höhenbild. Wir öffnen den Spatial Analyst Tools, MapAlgebra und da Raster berechnen, den Raster Calculator. Das Ziel ist es jetzt, die ganzzahligen Graustufenwerte des PNGs am Ende auszunutzen, dass ich möglichst feine Unterteilungen habe, die also nicht nur 1 Meter sind, wie es jetzt ist, sondern eben auch diese Zwischenwerte abbilden können. Wenn ich das Ganze zum Beispiel mit 100 multipliziere, meine Höhenwerte, dann habe ich eine Genauigkeit von 1 Zentimeter. Jede Graustufe würde also nicht 1 Meter bedeuten, sondern 1 Zentimeter. Und das müsste ich in Unreal natürlich dementsprechend zurückrechnen. Wenn ich ein Gelände habe, was zum Beispiel 600 Meter hoch ist, würde ich das mit 100 multiplizieren, hätte ich Werte von etwa, also von genau 60.000. Und das würde gerade so in die 65.535 Graustufen eines 16-Bit Nicht-Float PNG-Bildes reinpassen. Ein größerer Berg von 700 Meter würde dann also schon nicht mehr funktionieren, den einfach pauschal mit 100 zu multiplizieren. Darum ist es sinnvoll, das doch mal auszurechnen. Und das funktioniert hier auf folgende Weise. Ich nehme einfach die 65.535 und dividiere die durch ungefähr meine maximale Höhe. Ich habe jetzt hier 122,34, also ich dividiere es einfach durch 123 und weiß damit, dass ich meinen einzelnen Höhenmeter beruhigt durch 530 ungefähr, sagen wir mal, dividieren kann. Also wirklich extrem fein in meinem Fall. Und wenn ich das Ganze mal meine 122,34 wieder multipliziere, komme ich auf 64.840 Meter, die ich hier in meine 16-Bit-Graustufen wunderbar reinbekomme. Im Raster Calculator wähle ich dann mein Höhenbild aus und multipliziere das eben mit, in meinem Fall 530. Das speichere ich mir wieder als Tiltbild ab und merke mir unbedingt, welchen Faktor ich da verwendet habe. In Unreal rechnen wir den wieder zurück. Übrigens, wenn ich in meinen Höhendaten Minuswerte habe, dann wird es mit der Multiplikation schwierig, weil dann auch in den Minusbereich multipliziert wird. Da empfiehlt es sich, erstmal eine Addition mit dem Mindestwert auszuführen. Also wenn ich bei minus 30 Meter anfange mit meinen Höhendaten, erstmal die Höhendaten plus 30 zu nehmen und dann die Multiplikation auszuführen. Aber das sehen wir nachher bei den SRTM-Daten noch, da habe ich nämlich genau dieses Beispiel. Und so zeigt mir ArcGIS jetzt diese vergrößerten Werte an. Mit einem Rechtsklick auf das gestretchte Bild, Daten, Raster exportieren, kann ich jetzt das Bild als PNG exportieren. Es hilft hier vorher ein Layout angelegt zu haben mit möglichst sauberen Größen. Ich habe jetzt hier einen Maßstab von 1:1000. Und wenn ich dann nämlich unter Ausdehnung sage, er soll die aktuelle Ausdehnung nutzen, komme ich hier auch auf saubere Werte. Das wird später noch wichtig sein, das hilft uns später. Wer ganz genaue Werte einfach weiß, kann auch ohne das Layout die einfach hier eingeben. Das geht genauso.
Und das Ausgabeformat ist PNG, dann kommt meine Projektion, die Ausdehnung und in meinem Fall eine Zellgröße von 1 mal 1, weil das eben wirklich 1 Meter Bodenauflösung ist. Und das ergibt in meinem Fall eine Rastergröße, eine Bildgröße von 1600 mal 1900 Pixeln. Darunter der Pixeltyp und der ist jetzt wichtig, hier 16-Bit ohne Vorzeichen zu nutzen. Mit Vorzeichen wäre in den Minusbereich, gibt es eigentlich, streikt in meinem Fall, aber da möchte ja das PNG nicht exportieren. Wir führen den Prozess aus und haben dann unser PNG-Bild, womit wir nach Unreal reingehen können. Ich werde jetzt kurz die ganze Sache nochmal in QuantumGIS erklären und danach machen wir mit Unreal weiter. Ja, auch in QuantumGIS lade ich erstmal meine 2 Kacheln, also in meinem Fall 2 Kacheln ein und schneide die zusammen zu einem Höhenbild und da reicht auch ein temporärer Layer völlig aus. Im Resultat sehe ich dann die Höhenmeter, die sind jetzt in einem zusammen von 34,38 auf 122,32 Meter. Aus diesem Bild leite ich dann den Bereich aus, den ich jetzt wirklich verwenden möchte. Und das kann ich entweder machen, indem ich wirklich frei zeichne. Ich kann hier aber auch diese Zahlen modifizieren und daraus ganz konkrete Angaben machen, wenn ich welche weiß. Es hilft, wenn wir hier schon ohne Kommawerte arbeiten. Wir werden an die Stelle hier nochmal zurückgehen müssen, wenn wir in Unreal gewesen sind und hier die Größen ganz genau berechnen müssen. Als Ergebnis reicht uns ein temporärer Layer, mit dem können wir dann weiterarbeiten. So wie jetzt schon hinlänglich erklärt, wer es ganz ausführlich haben möchte, bei Minute 6,23 erkläre ich das Ganze im ArcGIS-Segment. Das Prinzip ist aber das gleiche. Wir wollen am Ende ein PNG mit Ganzzahlen haben. Uns stehen 65.535 Graustufen zur Verfügung und momentan ist jede Graustufe entspricht 1 Meter. Das ist natürlich sehr ungenau, also wollen wir das Ganze verfeinern. Dazu multiplizieren wir einfach unsere Höhenwerte mit einem bestimmten Faktor, den wir uns ausrechnen für unser Gebiet. Also wenn ich das Ganze jetzt mal 100 nehmen würde, dann hätten wir Höhenwerte von 1 Zentimeter pro Graustufe. Das würden wir dann in Unreal wieder zurückrechnen, indem wir da einfach wieder durch 100 rechnen. So können wir uns das Ganze merken. Würde völlig ausreichen, aber jetzt mal prinzipiell, wenn ich das Ganze genau haben möchte, kann ich mir das auch ausrechnen. Da ich in Berlin arbeite, ist mein höchster Berg gerade mal knapp 123 Meter hoch. Woanders macht es aber natürlich noch viel mehr Sinn, sich das so fein auszurechnen. Was tue ich? Ich nehme meine 65.535 Grauwerte und unterteile die durch meinen höchsten Wert, also etwa 123 Meter, und komme dann auf 532,8. Das ist der Wert, in den ich jeden Meter einteilen kann. Also momentan kann ich eine sehr, sehr feine Höhenabstufung mit 65.000 Graustufen darstellen. Ich nehme dann jetzt einfach für unsere Berechnung mal 530. Wenn ich die mal nehme mit dem höchsten Wert, komme ich eben auf etwa 64.800 Meter. Für diese Multiplikation gehe ich unter Rasteranalyse auf Rasterrechner Ausdruck virtuell und nicht auf den Rasterrechner. Wenn ich den Rasterrechner verwende, komme ich hier aus irgendwelchen Gründen auf sehr seltsame Werte. Der berechnet mir das nicht richtig. Keine Ahnung warum. Ich nutze ich stelle den Eingabelayer ein, den ich da vorher ausgeschnitten habe. Unter Ausdruck nutze ich den und rechne einfach mal 530 in meinem Fall und speichere das Ganze temporär ab. Links die multiplizierten Werte in dem neuen Bild. Jetzt würde ich das Ganze gerne als PNG exportieren und da gibt es einen kleinen Haken in QGIS. Also was ich erstmal mache, ist Rechtsklick auf die neue Ebene und exportieren, speichern unter
als Geotiff. Ich muss da jetzt doch einen Geotiff nochmal draus machen, einfach auf die Festplatte damit. In den Werkzeugen unter GEDA Rasterkonvertierung nutze ich das Tool Umwandeln, wähle meinen Eingabelayer und gebe als Ausgabe eine PNG-Datei an. Da kann ich nichts weiter hinzufügen und drücke auf Starten und bekomme eine Fehlermeldung. Leider ist es bei QGIS so, dass das GEDA-Tool nicht mit allen Optionen hier implementiert ist, sondern nur bestimmte Sachen. Und im Standard gibt der PNG einfach nur als RGB mit jedem Kanal jeweils 8 Bit aus. Und ich kann hier nicht zum Beispiel auf die 16-Bit umschalten. Ich sehe ja witzigerweise immer hier in diesen GEDA-Tools auch den Aufruf, der letztlich nur benutzt wird, nämlich GEDA Translate mit bestimmten Parametern. Hier einfach nur den Output-File-Typ PNG, den Eingabelayer und den Ausgabelayer. Und jetzt kann ich das hier nicht einfach modifizieren, sondern ich werde tatsächlich jetzt diesen Teil rauskopieren und im Explorer gehe ich in das Verzeichnis, wo GEDA liegt, im QGIS-Ordner und führe dort die GEDA-Translate-Datei mit einem modifizierten Aufruf aus. Also tatsächlich rufe ich den Windows Explorer auf, gehe in den Programme-Ordner unter QGIS, finde ich GEDA Translate. Und wenn ich oben in die Zeile, wo die Adresse steht, CMD eingebe, öffnet er mir die Eingabeaufforderung von diesem Ort aus. Und hier kann ich jetzt den GEDA-Befehl einfügen, den ich in QGIS aus diesem Fenster unten rauskopiert habe. Nur der Übersichtlichkeit halber ein wenig gekürzt. Da muss natürlich überall der komplette Pfad rein. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, mit -OT auch noch den Datentyp anzugeben. Und hier nutzen wir uint16 für Integer 16-Bit, mit Graustufen von 16-Bit wirklich bekommen. Und wenn wir das Ganze berechnen, haben wir unser PNG 16-Bit, das wir direkt in Unreal verwenden können. In Unreal starte ich ein neues Projekt. Hier in meinem Fall habe ich eine Third-Person-Map verwendet und gehe da in den Landschaftsmodus, um mein PNG zu importieren. Ich gehe auf Aus Datei importieren, wähle das PNG aus, sehe, wie groß das Ganze in Pixeln ist oder die Bodenauflösung und bekomme unten auch angezeigt, auf wie viel Quads und wie viele Abschnitte er das Ganze zurechtruppt. Was es damit genau auf sich hat und welche Eigenschaften, das schauen wir uns gleich noch an. Was jetzt wichtig ist, das ist der Maßstabswert und zwar in Z-Richtung, die Höhe. Hier steht 100% und 100% ist in Unreal streng festgelegt 512 Meter. Der geht also davon aus, dass unser Weiß im PNG 512 Meter wären. Aber dem ist natürlich nicht so. Wir haben ja schon festgestellt, bei einem 16-Bit PNG würde Weiß 65.535 Meter entsprechen. Würde ich jetzt mein originales 16-Bit-Bild hier importieren, müsste ich die 65.535 durch 512 Meter rechnen und würde dann auf 12.800% kommen, um das Ganze so zu skalieren, dass ich also wirklich den Maximalwert abgreifen kann. Allerdings wäre dann wieder das Problem, dass ich nur jeder Grauwert wäre genau 1 Meter und ich verliere ja die ganzen Zwischenwerte. Und das haben wir vermieden, indem wir unser Grauwert skaliert haben, sodass möglichst viel von diesen 65.000 Grauwerten ausgenutzt werden können. Die 12.800 merken wir uns dennoch, denn was ich jetzt mache, ist, ich dividiere 12.800 durch den Skalierungsfaktor, den ich in GIS verwendet habe. Das war bei mir 530. Ich hatte ja die Grauwerte mit 530 multipliziert und jetzt dividiere ich 12.800 durch diesen Faktor und komme da auf etwa 24%. In meinem Beispiel hatte ich ja eine maximale Erhöhung von 122 Metern
Und das entspricht ja ungefähr einem knappen Viertel von 512 Metern. Passt also. Auf der X- und Y-Achse musste ich übrigens nichts verändern. Hier stimmt mein Maßstab, weil 1 mal 1 Meter ist das, wovon Unreal ausgeht. Und nach einem Klick auf Import kann ich das sauber importierte Gelände sehen mit feinen Höhenabstufungen und auch überhaupt der richtigen Höhe. Ja, was sehen wir hier am Rand? Da haben wir allerdings eine flache Ebene und das hat was mit diesen Komponenten zu tun, mit diesem Quads und so weiter. Also Unreal, wenn er eine Landschaft importiert, dann nimmt er das nicht sauber Meter für Meter, sondern der möchte das in ein bestimmtes Raster einteilen. Und da, wenn ich das nicht vorher weiß und mein Gelände auf diese Größen einstelle, passiert es, dass er hier ein bisschen extrapoliert und einfach das nach außen erweitert, was selten sinnvoll ist. Jetzt kann ich da hingehen und einfach im Verwalten-Modus das Ganze hier selektieren, so die äußeren Ränder und über Löschen entfernen. Alternativ hätte ich auch beim Importieren, wenn ich jetzt mal neu importiere, hätte ich einfach die Komponenten um 1 verringern können. Hier sehen wir mal, was passiert, wenn ich an diesen Komponentenzahl hochdrehe, dann extrapoliert er zu beiden Richtungen. Und wenn ich aber einfach 1 entferne, also in dem Fall auf 25 mal 30, dann wird also an dem Rändern eben ein wenig was abgeschnitten. Und auch hier verliere ich eben ein klein wenig von meinen Daten, aber ich käme auf ein sauberes Ergebnis. Doch wir sind ja mit dem Anspruch gestartet, hier möglichst sauber zu arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel ein Satellitenbild auf mein Gelände übertragen möchte oder Geometrien als Maske auf die Landschaft malen möchte, dann brauche ich in meinem Geoinformationssystem genau die gleichen exakten Ausmaße für mein Gelände wie hier auch in der Unreal Engine. Und um da hinzukommen, müssen wir uns nochmal mit diesen Abschnitten, mit den Komponenten beschäftigen. Wir legen nochmal eine neue Landschaft an und da sehen wir unter Auflösung Höhenkarte, also unter dem eingeladenen Datei, sehen wir die genauen Pixelgröße meines Beispielgeländes. Das ist bei mir 1600 mal 1900 Pixel. Und weiter unten sehen wir, was er daraus macht. Er wählt jetzt, die andere Engine wählt aus mit 63 mal 63 Quads für die Abschnittsgröße zu arbeiten und Abschnitte nutzt er 1 mal 1 Abschnitt pro Komponente und kommt damit auf 26 mal 31 Komponenten. Wenn ich jetzt 63 mal 26 nehme, komme ich auf 1638 und 63 mal 31 für die andere Richtung sind 1953. Dann nähert sich Unreal meinen Geländeausmaßen besonders nah an und legt eben immer noch eine Schippe drauf, bevor er was abschneidet, möchte er lieber was addieren. Wenn ich es also möchte, dass mein Gelände schon in meinem GIS-Programm genau die Ausmaße wie in Unreal hat, kann ich eben genau diese Werte der Gesamtauflösung, die er hier vorschlägt, in meinem GIS-Programm applizieren. Ich würde da also 1639 mal 1954 Meter für mein Gelände einstellen. Und genau, ich brauche diesen 1 Meter extra, der muss immer noch mal drauf addiert werden. Ich kann mir also aus diesen Quads und Komponenten kann ich mir also auch selber was ausrechnen, was einem Gelände entspricht und muss dann am Ende noch mal dran denken, 1 Meter hinzuzufügen. Und ich rede jetzt wieder von Metern, weil bei mir das halt auch so simpel ist, dass 1 Meter wirklich auch ein Pixel sind. Wenn ich hier eine andere Skalierung habe, muss ich immer darauf achten, dass ich am Ende die entsprechende Anzahl Pixel habe, die hier vorgegeben sind. Die Maßstabsskalierung, die kommt dann oben drauf. Das passiert dann unabhängig davon. Aber hier ist immer ein Pixel, muss hier eine Auflösungseinheit entsprechen. Den ganzen Prozess werde ich jetzt nochmal im Schnelldurchlauf demonstrieren, allerdings mit SRTM-Daten. Die haben eine andere Bodenauflösung, die sind auch erstmal nicht in UTM und ich werde dabei darauf achten, schon
korrekte Ausmaße zu haben, um eben, wie gesagt, so sauber wie möglich die Sachen zu übernehmen, so passend wie möglich zu Unreal. SRTM-Daten werden in WGS 84 abgespeichert, also in originalen Gradangaben. Wir brauchen hier aber ein kartesisches Koordinatensystem in Meter, um hier mit der Unreal Engine kompatibel zu bleiben. In meinem Fall nutze ich WGS 84 und die UTM-Zone 33. Und ganz wichtig, die Abtastmethode hier nicht nächster Nachbar, Nearest Neighbor zu verwenden, sondern sowas wie kubisch 4x4 oder auch 6x6, um zu vermeiden, harte Kanten im Gelände zu bekommen. Die Auflösung möchte ich vorgeben, weil wir da noch viel rumrechnen müssen und das wird deutlich leichter dadurch. Bei SRTM sind das etwas über 30 Meter pro Pixel und das mache ich jetzt hier mal auf 30 Meter, stelle ich das ein. Es reicht, das Ganze als temporären Layer anzulegen und ich stelle bei der Gelegenheit mein Koordinatensystem auch auf diese Projektion um. Und nicht wundern, dass bei mir, mein Gebiet ist ja eigentlich maximal 162 Meter hoch und jetzt in der reprojizierten Fassung 167. Wenn ich das mal wegfilter und sehe ich plötzlich, wo diese Höhenmeter sind, diese zusätzlichen, die befinden sich alle am Rand. Das sind also Fragmente von der Transformation. Von diesem UTM-Höhenbild schneide ich jetzt meinen Wunschbereich aus. Wenn ich da schon was Fixes habe, kann ich das hier auch eintippen oder das anhand eines anderen Layers berechnen. Ich habe jetzt den Weg gewählt, auf der Karte einfach einen Bereich zu zeichnen. Der hat dann noch einige Kommastellen, die lösche ich einfach mal weg. Und dann werde ich einen Blick in Unreal werfen, um nochmal zu überlegen, wie das jetzt mit den Quads und Komponenten und so weiter war, damit ich hier einen Bereich in der genau richtigen Größe auswählen kann. In Unreal wird mein Bild in Quads unterteilt und jedes Quad besteht aus mehreren Komponenten. Und hier im Standard sind 63 mal 63 Quads eingestellt und 8 mal 8 Komponenten. 63 mal 8 macht 504 plus der eine extra Pixel, der immer noch rankommt. Und das wäre also ideal, zum Beispiel diese Aufteilung für ein Bild, was 505 mal 505 Pixel groß ist. Bei Quads gibt es dann natürlich verschiedene Varianten, wie 7x7 und so weiter. Und bei den Komponenten kann ich bis 256 hochgehen. Und jetzt kommt es darauf an, also durch Multiplikation möglichst nah an die Ausmaße unseres Bildes zu kommen. Also nicht in Metern Ausmaße, sondern in Pixeln. Hier beim Beispiel 7x7 Quads. Wenn ich da die Komponenten ausreize, kann ich eine Fläche von 1793 Pixeln mal 1793 Pixel abdecken. So, aber wie sind jetzt die Ausmaße für meinen Bereich? Die habe ich an Kubus relativ frei festgelegt. Und wenn ich jetzt mal die Ost-West-Ausdehnung voneinander abziehe, den größeren vom kleineren Wert, komme ich auf 21.406 Meter. Das ist jetzt also die Wunschausdehnung in Ost-West-Richtung. Jetzt erinnern wir uns noch daran, dass Unreal ja beim Import immer eine Pixelreihe an beiden Seiten hinzufügen möchte. Sprich, es werden immer in meinem Fall genau 30 Meter zu dem Gebiet nochmal hinzugefügt in beide Ausrichtungen. Sprich, ich ziehe die erstmal ab und fange dann an, meine Quads und Komponenten zu berechnen. Wenn ich jetzt die Ausdehnung durch meine Bodenauflösung dividiere, erfahre ich, dass mein Gebiet mit etwa 712 Pixeln in der Breite abgedeckt sein würde. Ab hier mache ich mir dann Gedanken über die Aufteilung in Quads und Komponenten und dann lacht mich doch die 7 in der 712 an. Das passt ja zu den 7x7 Quads. Wenn ich jetzt die Zahl also durch 7 dividiere, komme ich auf ungefähr 102 Komponenten, die ich hier verwenden könnte mit einem 7x7 Quad-Muster. Die Nutzung von 102 Komponenten würde natürlich bedeuten, dass alles ein wenig größer wird. Wenn ich das vermeiden möchte, könnte ich jetzt hier auch 101 Komponenten verwenden. Jetzt rechne ich wieder in die andere Richtung. Ich nehme meine 102 Komponenten mal 7 Quads
komme auf 714 Pixel. Das multipliziere ich mit der Bodenauflösung von 30 und weiß jetzt, dass ich 21.420 Meter habe, plus nochmal 30 Meter obendrauf wegen der letzten Pixelreihe. Mit 21.450 Metern komme ich also gerade mal 44 Meter über mein geschätztes Gebiet hinaus. In Nord-Süd-Richtung wird das nicht so sauber ablaufen, weil ich ja jetzt auf die 7x7 Quads mich bereits festgelegt habe. So, dann machen wir das Ganze jetzt auch in Nord-Süd-Richtung. Ich nehme hier in QGIS die Nordseite und ziehe davon die Südseite ab, komme auf 14,79 Kilometer. Da ziehe ich 30 Meter von ab. Das dividiere ich durch die Bodenauflösung von 30 Metern und komme auf saubere 492 Pixel in der Nord-Süd-Ausrichtung. Da wir uns ja bereits für die 7 Quads entschieden haben, dividiere ich den Wert also durch 7 und komme hier auf etwa 70,3 Komponenten, die ich verwenden könnte. Jetzt kann ich sagen, okay, etwas weniger ist okay. Ich möchte möglichst nah ans Originalgebiet rankommen, also entscheide ich mich dafür, 70 Komponenten zu verwenden. Die multipliziere ich wieder mit den 7 Quads, komme auf 490 Pixel. Die multipliziere ich wieder mit 30 Meter Bodenauflösung. Dann addiere ich die letzten 30 Meter, komme auf 14.730 Meter und liege damit nur 60 Meter unter meiner ursprünglichen Schätzung. Diese Differenzen verteile ich in QGIS jetzt auf die Ausdehnung. In Nord-Süd-Richtung sind es ja 60 Meter weniger, also habe ich auf der Südseite 30 Meter hinzugelegt und auf der Nordseite 30 Meter abgezogen. Und analog dann in Ost-West-Richtung die 44 Meter auch verteilt. Diese ganze Rechnerei ist, wie gesagt, nur notwendig, wenn ich gerne wirklich feste Werte hätte, sodass ich immer wieder neue Bilder im gleichen Ausschnitt exportieren kann für diverse Anwendungen in Unreal. Warum sollte ich mir diese Ausdehnung jetzt auf jeden Fall mal in eine Textdatei kopieren, damit ich das leicht wiederherstellen kann. So, da haben wir unser sauber ausgeschnittenes UTM-Höhenbild mit 30 Meter Auflösung und jetzt eine Höhenausdehnung von -6 bis 157 Metern. Da wir ja am Ende die Kommazahlen verlieren, möchte ich jetzt die Höhen erstmal skalieren um einen Faktor. Ich nutze Rasterrechner-Ausdruck virtuell unter Rasteranalyse und wähle hier meine ausgeschnittene Ebene aus. Unter Ausdruck werde ich als erstes 10 Meter hinzufügen zu meinem Gelände, um diese -6 Meter loszuwerden. Das setze ich in Klammer und multipliziere es mit einem Faktor. Dazu nehme ich die 65.535 Grauwerte meines PNGs und dividiere die durch 167, was jetzt meine maximale Höhe ist. Diesen Wert runde ich ein Stück ab, habe mich jetzt für 390 entschieden und das ist der Faktor, mit dem ich meine Höhen am Ende skaliere. Ja, dann wollte ich das Ganze jetzt exportieren als TIFF-Bild, um daraus später mit GEDA ein PNG zu machen und stelle fest, was ist denn mit meiner Ausdehnung? Hier sind keine sauberen Werte mehr vorhanden. Und tatsächlich, wenn ich zurückgehe zu meinem letzten Exportergebnis als virtueller Layer, sehe ich, die Ausdehnung hat jede Menge Kommawerte. Kleiner Wermutstropfen, die Breite und Höhe 715 mal 491 Pixel ist genau die ich möchte. Allerdings ist die Lage leicht verschoben zu der, die ich eigentlich wollte. Ich schiebe das Ganze auf QGIS und gehe nochmal zurück zu meinem ersten UTM-Bild von dem SRTM-Szene und wende die Skalierungsformel darauf an. Also noch nicht das ausgeschnittene, sondern das Komplettpaket in UTM, skaliere die Höhenwerte erneut und gehe dann direkt in den Export als TIFF-Bild und ich kann ja auch hier die Ausdehnung festlegen und wenn ich jetzt hier die sauberen Werte eintrage, die ich mir vorher notiert habe und das Ganze als TIFF speichere, dann bekomme ich auch, also dann wird auch das Resultat, hat dann die sauberen
Werte meine richtige Grenze, hat die richtige Pixelgröße und hat auch die sauber skalierten Höhenwerte. Mit diesem TIFF-Bild gehe ich jetzt in das Umwandeln-Tool unter Rasterkonvertierung, stelle einfach nur ein, dass ich ein PNG haben möchte und führe das jetzt nicht aus, weil das eben, wie gesagt, nicht mit 16-Bit PNGs funktioniert, sondern ich kopiere mir einfach nur den Aufruf, der unten steht, in die Zwischenablage. Ich navigiere zum Beispiel im Explorer zu dem QGIS-Verzeichnis und dort unter Bin finde ich wieder Translate. Ich gebe im Explorer oben CMD ein, um die Eingabeaufforderung zu bekommen, füge den Text aus der Zwischenablage ein und füge hier noch ein -OT Integer 16 hinzu, damit hier wirklich 16-Bit PNG exportiert wird. Ausführen und fertig ist unser 715 mal 491 Pixel großes PNG mit 16-Bit Graustufen. So, in Unreal stelle ich eine neue Landscape mit der Datei, mit der PNG-Datei. Er erkennt mir die korrekte Größe und gibt mir genau meine gewünschten 102 mal 70 Komponenten und meine 7 Quads. Ich berechne die Höhenskalierung, also 12.800 durch meinen Skalierungsfaktor, das waren 390 bei mir, und komme da auf 32,8%, die ich bei der Höhe eingeben muss. Für den Nordosten von Berlin ist das allerdings immer noch ganz schön bergig. Aber wir haben ja noch unsere Bodenauflösung. Die 100% hier gehen von 1 Meter aus. Mal 30 sind wir bei 3000 mal 3000%. Und nach einem Import sieht das Ganze schon viel realistischer aus. Flaches Land. Ich möchte immer ganz gerne, wenn ich solche Landschaften importiere, auch gleich ein Luftbild oder ähnliches darauf sehen. Also gehe ich nochmal in QGIS rein, lade über zum Beispiel Quick Map Services ein Satellitenbild ein. Hier zum Beispiel Bing Satellite, gehe auf ganz normal Rasterlayer speichern unter und habe jetzt die Möglichkeit, mir das als TIFF abzuspeichern. Unbedingt muss ich die richtige Projektion wählen und bei Berechne aus kann ich zum Beispiel den Layer von meinem SRTM nutzen oder eben die vorher kopierten Zahlen einfach hier eintragen. Wichtig ist es, weiter unten die Auflösung zu bearbeiten. Also zum Beispiel 2 Meter habe ich jetzt mal eingetragen, das ist sehr hochauflösend. Haben wir auch 5 oder 10 Meter je nach Anwendungsfeld. Und da sehe ich auch schon, wie groß mein Bild wird. Also bei mir sind es jetzt 10.700 Pixel in der Breite, mal 7.300 in der Höhe. Das wird meinen Arbeitsspeicher ein bisschen herausfordern, aber ich probiere das mal. So, in Unreal habe ich jetzt einfach das TIFF mit dem Luftbild in meinen Inhaltsordner hier reinkopiert. Das ist dann als Textur. Und jetzt würde ich normalerweise sagen, wir legen ein neues Material an und legen das einfach fest als Material für die Landschaft. Da ist es bei mir abgestürzt, Unreal immer wieder. Keine Ahnung, woran es hakt. Ich bin dann dazu übergegangen, das Material, was ich vorher für die Landschaft festgelegt hatte, irgendein Standardmaterial, zu bearbeiten. Woran auch immer es lag, auf jeden Fall, wir brauchen neues Material. Und da legen wir das Luftbild, die Textur in Textursample rein, was wir mit der Basisfarbe verbinden. Jetzt gibt es 2 Varianten, wie ich festlegen kann, wie groß denn das Bild auf meinem Gelände sein soll. Und über Landscape Coordinates, wenn ich das mit UV verbinde, dann würde ein quadratisches Bild entstehen, in jedem Fall, auch wenn es nicht quadratisch ist. Ich müsste dann einfach die Breite meines Geländes, nicht in Metern, sondern wirklich einfach in Pixeln, die Pixel, die mein Geländebild hatte, dessen Breite muss ich hier einfach angeben bei der Zuordnung und dann wird das da raufgelegt. Wenn es allerdings nicht quadratisch ist, mein Bild, dann muss ich Texture Coordinates verwenden. Die Texturkoordinaten kann man natürlich auch einfach immer verwenden. Die Angabe der Zahlen ist nur etwas unangenehm. Hier geht man bei U und V immer von 1 aus und das muss jetzt verkleinert werden, wie es ja geteilt werden soll. Da haben wir U-Tiling und V-Tiling und das berechnet sich aus immer 1
geteilt durch und dann wieder die Pixelbreite bzw. Pixelhöhe meines Geländemodells. Das ist bei mir also 1/715 Pixel für mein Gelände und für V die Höhe 1/491 Pixel. Und da komme ich jetzt in meinem Fall auf diese Werte. Und so sieht dann eben das 3D-Gelände aus mit dem Luftbild darauf. Im Osten sehen wir die Senke und einige kleine Hügel. Das ist natürlich jetzt SRTM, alles etwas weicher. Hätten wir wieder diese 1 Meter Genauigkeit von vorhin, wären hier deutlich mehr Details dann noch wahrzunehmen. So, jetzt habe ich nur noch einen Punkt auf meiner Liste. Und zwar kann ich eigentlich auch ohne Geoinformationssystem ein reales Geländemodell nach Unreal bringen. Ja, na klar, das geht. Wir haben einfach Bilder und wir können diese Bilder verarbeiten. Ich verliere aber sehr viel Informationen. Zum Beispiel kann ich ohne Geoinformationssystem nicht wirklich rausbekommen, wie die Höhenangaben eigentlich in meinem Gelände sind. Wenn ich dann die Bilddaten strecke, und das werde ich machen müssen, dann weiß ich nicht, was jetzt der höchste und der niedrigste Wert ist. Aber nichtsdestotrotz, wir können mit einer gewissen Ungenauigkeit damit ja trotzdem arbeiten. Wenn ich es nicht so genau will, dann kann ich mir die Mühe, mit einem GIS zu arbeiten, auch sparen. Um das Bild nach PNG 16-Bit zu bringen, und das muss ich nach wie vor machen, arbeite ich hier auf jeden Fall mit GIMP und nicht mit Photoshop. Ich bin ein großer Photoshop-Freund, aber tatsächlich gibt es ein kleines Problem dabei. Und zwar, wir müssen in beiden Programmen eine Art von Kontrastspreizung anbringen. Das ist bei Photoshop, wenn ich das Ganze nach 16-Bit übertrage, den Modus wechsle, dann wird mir angeboten, das zu tun. Und hier, wenn ich das 32-Bit in GIMP importiere, das ist auch in beiden Fällen einfach erstmal nur weiß. Bei GIMP klicke ich auf Farben, automatisch und Kontrastspreizung und bekomme direkt ein gut kontrastiertes Bild angeboten. Das ist jedoch nicht das, was wir brauchen. Wir müssen auf nicht-lineare Komponenten klicken. Auch dann bekomme ich ein gutes Kontrast in meinem Bild, sogar noch ein bisschen mehr Schwarz. Jetzt hier sehe ich das. Der eigentliche Unterschied, was ist jetzt besser, das erkläre ich am besten mal kurz in der Unreal Engine. Hier sehen wir einmal ein Gelände einfach exportiert als 16-Bit, ohne das zu stretchen. Da verschwinden die Zwischenwerte von meinen zwischen den einzelnen Metern und ich bekomme diese Stufen. Wenn ich da jetzt das Gelände nehme, was ich in GIMP gestretcht habe, mit nicht-lineare Komponenten aktiviert, sehe ich, dass es wirklich einfach nur die Stufen entfernt und ganz exakt dem Gelände folgt. Hier nochmal das Ganze. Und jetzt im Vergleich mal dazu das Stretchen-Gelände aus GIMP ohne diese nicht-linearen Komponente. Und da sehe ich, wie das Gelände sich richtig verformt im Ganzen. Das ist wirklich also nicht 1:1 das Gelände, was ich haben möchte. Und in Photoshop sieht das Ganze auch ähnlich aus. Wir wenden diesen Stretch inklusive nicht-linearer Komponenten jetzt also einfach an, können, wenn wir wollen, auch noch einen Ausschnitt festlegen und exportieren das Bild dann als PNG ohne weitere Einstellung, einfach so, und können es dann direkt in Unreal in eine neue Landschaft importieren. Wir sehen das aus meinem 2000 x 2000 Meter großen Bild jetzt durch die Quads und Komponenten ein 2017 x 2017 großes Bild werden würde. Sprich, auch hier habe ich wieder dieses Problem mit dem Rand. Wenn ich jetzt hier in meinem Fall einfach auf 31 bei 31 Komponenten runtergehe, würde der zusätzliche Rand einfach abgeschnitten werden. Beim Maßstab lasse ich jetzt X und Y so stehen bei 100%, weil 1 Meter sind auch meine Daten, müsste ich entsprechend skalieren, wenn ich wüsste, dass ich da zum Beispiel SRTM oder andere Daten mit anderer Auflösung verwendet hätte. Mit der Höhe sieht es jetzt so aus, wir wissen ja, hier geht er wieder von 512 Metern aus. Mein Gelände hat aber bestimmt eine andere Höhendifferenz. Also muss ich jetzt mal rauskitzeln, wo bei meinem Bild denn nun die tiefste, sprich schwärzeste Stelle ist und wo die höchste Erhebung in meinem Gelände ist.
Da gibt es jetzt bestimmt mehrere Varianten, wie ich in GIMP herausbekommen kann, was der dunkelste und der hellste Wert ist. Ich habe jetzt unter Farben einfach mal das Tool Kurven aufgerufen und diese Kurve so gespreizt, dass ich die dunkelsten und die hellsten Werte besonders hervorgehoben habe. Bei den dunkelsten Wert im Süden ist es klar. Beim hellsten Wert hoffe ich jetzt einfach mal darauf, dass das nicht ein Datenfehler ist, sondern wirklich da eine sehr steile Erhebung sich befindet. Wenn ich weiß, wo sich mein Gelände befindet, kann ich nämlich jetzt auch in Google Earth, nicht in Google Maps, sondern es gibt inzwischen Google Earth als Webseite und hier habe ich ein 3D-Modell der Erde, ein sehr detailliertes und kann da meine Stelle raussuchen und sehe unten rechts immer die Höhenangabe von meiner aktuellen Cursor-Position. Ich kann also in dem Gebiet, wo sich die Höhe befindet, also auch ein wenig hin und her suchen, bis ich die höchste Erhebung gefunden habe und weiß dann, hier sollte die höchste Stelle sein. Und das Ganze mache ich natürlich auch nochmal für die tiefste Stelle. Hier komme ich auf 46 Meter, aber also ungefähr eine Höhendistanz von 20 Meter. Dann schaue ich doch mal kurz nach in QGIS und tatsächlich stelle ich fest, dass ich mich hier um nur sehr wenige Meter vertan habe. Das scheint also ganz gut zu funktionieren. Um jetzt diese Höhendifferenz ins Verhältnis zu setzen mit den 512 Metern, die hinter dem Z-Wert des Maßstabs stehen, muss ich einfach die Höhendifferenz, in meinem Fall 20 Meter, mal 100% durch 512 Meter rechnen, komme ich auf in meinem Fall nur 3,9% von 512, die ich hier für den Z-Wert bei Maßstab eingeben muss. Ja, und so sieht bei mir das Ergebnis aus. Ich habe hier auch schon ein Satellitenbild als Material angewandt und da fallen gleich mehrere Probleme auf. Also einmal habe ich unten, ich habe die Komponenten nicht verkleinert. Der hat also hier noch ein wenig Gelände oben drauf gelegt. Und ich kann natürlich das Satellitenbild nur grob anpassen. Ich habe jetzt einfach ein Satellitenbild irgendwo runtergeladen oder vielleicht in Google Earth einen groben Screenshot gemacht oder mehrere Screenshots und habe dann im GIMP beides, also das Geländemodell unten, darüber das Satellitenbild und dann an dem Satellitenbild transparent so lange hin und her skaliert, bis es ungefähr dem Geländemodell entspricht. Und als nächsten Schritt habe ich es in Unreal als Material eingeladen. Da das Gelände aber nicht genau passte, kam hier auch wieder eine Ungenauigkeit hinzu. Die kann ich natürlich im Satellitenbild auch ausgleichen, weil man sieht schon, ohne Geoinformationssystem, es geht alles, aber auch dann hat man viel Arbeit. Und insofern ist es vielleicht leichter, sich in QGIS-Codes reinzudenken und damit zu arbeiten. So, jetzt sind wir durch. Das war fast eine Dreiviertelstunde an Informationen. Aber wir haben gelernt, wie wir ein Geländemodell runterladen, wie wir es in ArcGIS oder in QGIS verarbeiten, wie wir einen Stretch anwenden, wie wir es importieren nach Unreal und letzten Endes auch kurz angeschnitten einige Probleme, die wir zum Beispiel mit SNTM haben oder wenn es darum geht, ein Satellitenbild darauf zu legen. Wenn jetzt noch Fragen offen sind, einfach gerne in die Kommentare damit.